Guten Tag, ich bin Klara Fresztacka, Historikerin und Mitherausgeberin des Schwerpunktes Osteuropa postkolonial von Copernico. Vor mir sitzt Maria Rode. Maria Rode ist akademische Rätin am Seminar für mittlere und neuere Geschichte der Universität Göttingen. Und ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf die polnische Geschichte der frühen Neuzeit bis zum 19. Jahrhundert. Und vor allem, und das ist der Grund, warum wir heute hier zusammensitzen, nimmt sie seit zumindest 10 Jahren aktiv bei der Debatte über die postkolonialen Perspektive auf das östliche Europa teil. Willkommen, Maria Rode. Wir haben uns heute hier im Nordost-Institut in Lüneburg getroffen, in Anschluss an einer Konferenz, die vom Institut zusammen mit dem Herder-Institut in Marburg organisiert wurde. Und wir haben für 3 Tage intensiv darüber diskutiert, welche historischen Erfahrungen des östlichen Europa sich in Zusammenhang mit dem Phänomen des Kolonialismus bringen lassen und inwieweit postkolonialen Theorien angesetzt werden können, um die Geschichte des östlichen Europa zu analysieren. Heute sprechen Maria Rode und ich über die Forschungsschwerpunkte von Maria Rode und über ihre Meinung zur postkolonialen Wende in der polnischen Historiographie. Ich würde dann gleich mit der ersten Frage loslegen. Wie ich meinte, Sie waren eigentlich schon seit 10 Jahren, Sie nehmen schon seit 10 Jahren teil an der Diskussion über die postkolonialen Geschichte Polens. Was hat Ihnen damals, so zum Beginn vor 10 Jahren, von dieser Debatte inspiriert? Warum sind Sie überhaupt dazu gekommen, postkolonial über die Geschichte Polens zu denken? Ich bin ein bisschen auf Umwegen dahin gekommen und diese Umwege machen auch deutlich, was eigentlich die Lage der polnischen Geschichte in der deutschen Forschung oder der deutschen Osteuropa-Forschung ist oder auch lange Zeit gewesen ist. Und mein Umweg dahin führte zunächst über eine Beschäftigung mit der Universität Kasan, also eine Universität im damaligen Tatarstan. Und ich habe mit Überraschung festgestellt, als ich mich auf eine Tagung vorbereitet habe, Tagungen sind ja immer gut, dass an dieser Universität im 19. Jahrhundert relativ viele Polen gelehrt haben. Und das war die erste kognitive Dissonanz. Das war das erste, mit dem ich niemals gerechnet hätte, weil mein Bild immer gewesen ist, das russische Imperium ist das, was polnische Entwicklung, vor allem polnische intellektuelle Entwicklung, weitgehend unterdrückt. Und das war die erste Begegnung damit, dass das irgendwie so nicht stimmen kann. Und dann kam ich weiterhin dazu, eigentlich über den Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen nebenan am Flur, in dem wir uns immer gefragt haben, was machst du gerade, welche Lehrveranstaltungen machst du? Und um 2000 war, ich glaube, an allen Universitäten Edward Saids Orientalism in aller Munde. Und man besprach das in den Einführungsveranstaltungen und so weiter. Und dann kam ich über Edward Said zu der Debatte über das Zarenreich. Und die Frage, lässt sich für das Zarenreich, also das große russländische Imperium, so etwas feststellen, was Said für die westeuropäischen Länder beschrieben hat, nämlich eine Konstruktion eines wo auch immer gelagerten Ostens als das Gegenüber und das andere zum eigenen, zu dem, wie man sich selbst sieht. Und diese Debatte ist ja für das Zarenreich auch ab den 2000er Jahren geführt worden. Die habe ich dann sozusagen immer auch mitgenommen und bin ausgehend von dieser Universität Kasan dann immer wieder irgendwelchen Polen sozusagen historisch begegnet, im Zarenreich oder auch woanders. Und so kam die postkoloniale Perspektive, das heißt die Frage danach, wie sehr bestimmen Machtverhältnisse auf welchen Ebenen das Handeln von Menschen, ihre Handlungsspielräume, das, was sie sagen oder das, was sie nicht sagen. Das war eigentlich der größere Rahmen, wie ich dazu gekommen bin. Okay, vielen Dank. So, ja, 2013 erschien Ihr Artikel auf Geschichte und Gesellschaft mit dem Titel
Zivilisierungsmissionen und Wissenschaft Polen kolonial, Fragezeichen. Und ich erinnere mich gut an diesem Artikel, weil ich als junge Doktorandin damals wurde sehr von dem Artikel inspiriert. Und der Grund, warum ich das so inspirierend fand damals, ist, weil sie die Erfahrung von polnischer, tatsächlich männlicher Wissenschaftler im 19. Jahrhundert als Teil des der Kolonialismusgeschichte erzählt haben. Und aber sie zugleich auch sehr gut, meiner Meinung nach, gezeigt haben, dass diese Wissenschaftler eigentlich eine sehr spezifische Position im europäischen Kolonialismus hatten. Und ich weiß, und das habe ich auch in dieser Konferenz jetzt in diesen Tagen erfahren, dass auch in ihren späteren Forschungen haben sie eigentlich kolonialen Diskursen und Praktiken der polnischen Wissenschaft verfolgt. Und deswegen wollte ich fragen, ob Sie kurz vielleicht erläutern können, inwiefern war die polnische Wissenschaft im 19. Jahrhundert überhaupt kolonial? Und was sagt eigentlich das über die Position der polnischen Teilungsgebiete in der kolonialen Welt des 19. Jahrhunderts? Ich fange vielleicht mit dem ersten an, inwieweit war die polnische Wissenschaft kolonial? Und wir machen das als Wissenschaftler leider immer komplizierter. Das heißt, ich muss vielleicht erstmal ein paar Worte sagen, welche polnischen Wissenschaftler ich mir angeguckt habe und für welche Zweige eben diese Aussagen gelten. Ich habe mich beschäftigt mit dem, was im 19. Jahrhundert als Naturalist bezeichnet wurde. Das war die Selbstbezeichnung dieser Menschen, die haben gesagt, ich bin Naturalist. Und Naturalist hieß damals, ich betreibe eine breit verstandene Naturwissenschaft. Die Personen, mit denen ich mich beschäftigt habe, für die galt das vor allem Zoologie, Botanik und Medizin. Und diese Männer, von denen Sie gesprochen haben, hinter vielen von ihnen standen auch Frauen, aber diese Frauen lassen sich schwer greifen. Diese Männer haben sich auf Forschungen begeben, vor allem in Sibirien, aber auch auf der Insel Sachalin oder am Pazifik, und haben Menschen vermessen oder haben Überreste ausgegraben, Schädel und Knochen. Und das Spezifische an der Position dieser Wissenschaftler war, dass sie ohne Zweifel aus einem Zusammenhang kamen, in dem man ihre Position als die von Unterdrückten oder Repressierten bezeichnen kann, weil sie an dem Aufstand von 1863 teilgenommen hatten, sozusagen als politische Menschen und dafür verbannt worden waren nach Sibirien. Weil sie aber in diesem Sibirien dann entdeckten, welche Möglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen und dann angefangen haben, eben diese Forschungen zu betreiben. Das war jetzt das Stichwort Wissenschaft und was ist das Spezifische an deren Forschung? Das war die eine Seite der Medaille. Und die zweite, die koloniale Seite, ist verbunden mit einer Vorstellung von kolonial, die ich auch in diesem Artikel verfolgt habe, die vor allem genährt ist von der Frage der Zivilisierungsmission. Wir sind unterwegs als Europäer, wir sind unterwegs als Männer, wir sind unterwegs als Wissenschaftler und das alles bemächtigt uns und legitimiert uns auch, bestimmte Praktiken vorzunehmen. Und diese Praktiken bezeichne ich als kolonial, weil es darum ging, Menschen der sogenannten Naturvölker auf Kamtschatka, auf Sachalin, am Pazifischen Ozean zu vermessen oder eben die Gebeine, die Überreste ihrer Vorfahren zu benutzen, um Wissenschaft zu betreiben. Und im Falle dieser Wissenschaftler, die ich mir angeschaut habe, die äußern sich auch außerhalb der Fachblätter, sondern sie publizieren zum Teil auch in polnischen Zeitschriften, die breit rezipiert werden gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Diese Wissenschaftler verbreiten auch ihr Bild von den Völkern, von den Menschen, die eben dort leben, wo sie sind. Und diese Bilder sind eine krude Mischung aus einerseits so etwas wie Empathie oder Mitleid, die werden ausgenutzt, aber gleichzeitig auch getragen von einer eindeutigen männlichen, weißen europäischen Superiorität. Okay.
Ja, die deutsche Debatte eigentlich über Osteuropa postkolonial, wenn wir das so nennen möchten, hat sich in den 10 Jahren seit der Erscheinung ihrer Artikel enorm ausgebreitet, erweitert und ist eigentlich heute lebendiger denn je, was die Konferenz bestätigt, in der wir in diesen letzten 3 Tagen waren. Und deswegen wollte ich fragen, Ihnen als Person, die von Anfang an diese Debatte verfolgt haben und sich daran beteiligt haben, wie hat sich Ihrer Meinung nach überhaupt die Debatte über Osteuropa postkolonial geändert in diesen 10 Jahren? Und warum ist dieser Ansatz nach wie vor so interessant und diskutiert? Aus meiner Sicht hat diese Debatte sehr viel dadurch gewonnen, dass wir überhaupt aufmerksam geworden sind auf die Vielschichtigkeit dieser Phänomene. Dass wir also wissen, wir müssen nicht sogenannte klassische Kolonialmächte betrachten, um zu kolonialen Haltungen oder zu kolonialen mentalen Lagen zu kommen. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Einsicht. Das andere ist, es gibt einfach sehr viel mehr Forschung zu dem Thema, und zwar sowohl was das 19. als auch was das 20. Jahrhundert angeht. Fürs 19. Jahrhundert denke ich zum Beispiel an die Arbeit von Kaps zu Galizien, der explizit danach fragt, ist dieses Koloniale, was man in den Äußerungen der offiziellen Beamten, der österreichischen Beamten hört, die immer wieder koloniales Vokabular benutzen, ist das tragbar als Konzept. Das ist eine große Bereicherung, weil es eben bedeutet, mal auszuprobieren, wie weit geht das gut, wann müsste man vielleicht Einschränkungen machen. Das Gleiche gilt für die Arbeiten von Christine Kopp, die sich mit Preußen beschäftigt hat, oder auch für eine Wissenschaftlerin aus den Vereinigten Staaten, Orenia Valerio, die mich dahin gebracht hat, nochmal genauer hinzuschauen. Also dieser Arbeit verdanke ich viel. Und das andere, was sich in der Debatte auch geändert hat in den letzten 10 Jahren, ist, dass man uns als Osteuropa-Historikerinnen, die wir ja lange Zeit sozusagen marginalisiert waren als, ja, das sind die entweder die den Kalten Krieg fortschreiben oder die nicht so wichtig sind, mitnimmt in gesamteuropäische Debatten. Und umgekehrt, dass wir zu den gesamteuropäischen Debatten auch gefragt und gehört werden. Das, finde ich, ist die größte Veränderung und auch das große Plus der Debatte der letzten 10 Jahre. Was war der zweite Teil der Frage? Ja, warum glauben Sie, das ist nach wie vor so interessant, sozusagen? Warum ist es so interessant? Das finde ich nach wie vor, weil das Postkoloniale, was für manche ja so abschreckend wirkt, irgendwie kolonial, was hat das mit Europa zu tun? Weil dieses Postkoloniale im Kern bedeutet, schaut euch Machtverhältnisse an und schaut euch die Bedingungen und die Bedeutung dieser Machtverhältnisse an für sehr viele Lebenslagen. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir uns eben in egal welchen Zeiten, in denen wir uns befinden und auch in welchen formalen Konstellationen, also Polen, wenn man Polen nimmt, dann ist es dreigeteilt. Preußen, Österreich, Russland im 19. Jahrhundert. Und das bringt häufig die Verbindung mit sich zu sagen, ja, das ist ja wirklich furchtbar, diese Teilung und so weiter. Aber auch im Rahmen der Teilung gab es Handlungsmöglichkeiten. Also dieses große russische Imperium bot eben auch Betätigungsmöglichkeiten. Und da genau hinzuschauen. Und das lehren uns auch andere Beispiele. Das lehrt uns die Schweiz, das lehrt uns das Beispiel Irland, dass es Sinn macht, zu fragen, welche Konsequenzen ergeben sich aus diesen Konstellationen und nicht von vornherein zu sagen, das ist alles Unfreiheit, das ist alles Unterdrückung oder umgekehrt, das sind alles Kolonisatoren. Also ich fände Postcolonial Studies oder diese postkolonialen Ansätze immer dann nicht richtig, wenn sie zu sehr vereinfachen. Ich finde sie immer gewinnbringend, wenn sie uns dazu bringen,
die Vielschichtigkeit zu sehen und Ambivalenzen auszuhalten. Ja, Sie knüpfen gleich an meine letzte Frage, und zwar, ich habe Sie auch so gehört in diesen 3 Tagen, dass Sie auch dafür plädiert haben, einerseits eindeutig für die großen Relevanz der postkolonialen Ansätze und andererseits aber auch für die Grenzen, die diesen Ansatz hatte, Ja. um auf die Geschichte des östlichen Europa zu schauen und auch auf bestimmte Gefahren, die darin geborgen sind, wenn man diesen Ansatz auf unterschiedlichen anderen Konstellationen halt erweitert wird. Und da wollte meine abschließende Frage sein, danach, dass wir gesprochen haben, alles, was wichtig ist in diesem Ansatz, wo würden Sie diese Grenzen ziehen? Bis wann bringt uns weiter, postkolonial über die Geschichte des östlichen Europa zu denken und wo eigentlich nicht? Also ich würde das gar nicht zeitlich eingrenzen. Ich glaube, dass es eine Perspektive ist, die uns auch heute in der Gegenwart helfen kann. Und zwar helfen kann, immer die Konstellationen zu sehen, in denen bestimmte Stimmen nicht gehört werden, bestimmte Ansätze nicht verfolgt werden, und zwar als Konsequenz der Machtverhältnisse. Und damit ist diese Frage sozusagen zeitlich offen. Für die historische Betrachtung würde ich sagen, ist Kontextsensitivität immer sehr wichtig. Und zwar in Raum und in Zeit. Ich will das vielleicht an dem Beispiel Galizien deutlich machen fürs ausgehende 18., beginnende 19. Jahrhundert. Die klassische Form, über Galizien in dieser Zeit nachzudenken, oder sagen wir mal die alte Form, um sie jetzt nicht zur Klassik zu erheben, die alte Form wäre gewesen zu sagen, das ist aufgeklärter Absolutismus. Also zu sagen, es hat etwas zu tun mit Aufklärung und den Ideen der Aufklärung, zu denen übrigens auch Zivilisierung ja gehörte. Und es hat etwas zu tun mit der Person Josefs II. Und das ist sicherlich in sehr vielen Bereichen richtig. Also das deckt vieles ab. Wenn wir jetzt aber sagen, wir schauen mal, inwieweit wir mit diesem postkolonialen Ansatz weiterkommen, dann heißt es auch, sehr genau auf die Sprache zu achten, die in dieser Zeit benutzt wird, um diese Aneignung des neuen Territoriums nach der Teilung Polens zu legitimieren und für alle anderen vertretbar zu machen. Und da finden wir in der Tat sehr viel koloniales Vokabular und sehr viel an Zivilisierungsmission. Und dann gibt es das zweite Beispiel, denn Kolonialismus oder koloniale Hegemonie neigt ja auch dazu, eben alles gleich zu machen, also zu versuchen, eine Einheit zu finden und eine Eindeutigkeit zu finden. Aber das tut Nationalismus auch. Und in manchen Fällen ist es wichtiger aus meiner Sicht, auch für die politischen Konsequenzen, die wir heute auch in Europa haben, auch darauf aufmerksam zu machen, dass auch Nationalismus homogenisierend wirken kann, dass auch Nationalismus hegemoniale Erzählungen hervorbringt und andere an den Rand drückt. Und das, was Vera Tolz für das Zarenreich gemacht hat, nämlich zu zeigen, dass im Zarenreich auch der aufkommende Nationalismus erklären kann, wie diese Art von Orientalisierung funktioniert, oder das, was wir für Polen auch nehmen könnten. Da finde ich, kommt man mit dem Ansatz des Nationalen oder des Nationalismus durchaus weiter, ohne jedes Mal das Postkoloniale mitzudenken. Wenn wir aber das Postkoloniale auf den Kern zurückführen, nämlich die Frage der Machtverhältnisse und wer sagt was, gemacht werden kann, gesagt werden kann und so weiter, dann treffen die sich ja auch. Vielen Dank für das Gespräch und ich hoffe, wir werden uns bald wieder treffen und weiter unseren Gespräch über postkolonialen Perspektiven auf das östliche Europa führen. Das hoffe ich auch sehr. Vielen herzlichen Dank. Gerne.